Hallo meine Lieben, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr das Element, was wir im ersten Video gezeichnet haben, effektiv ausdrucken, ausplotten und dann für Minicards verwenden könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Um jetzt mit diesem Element weiterarbeiten zu können, machen wir zuerst Folgendes. Und diejenigen, die das erste Video nicht geguckt haben, wie wir das erstellt haben, ich mache das euch hier oben rein, damit ihr euch das angucken könnt. Was ich jeweils mache, ist, ich nehme das Element, wenn ihr so nach links streicht, dann kommt dieses Menü, da werde ich duplizieren drücken, damit ich die Originaldatei immer noch habe. Und jetzt nehme ich dieses Element. Und jetzt mache ich so, dass alles, was das Schweinchen-Oberteil ist, das heißt von der Farbe bis oben zu den schwarzen Ebenen oder den schwarzen Linien, die führe ich jetzt alle zusammen. Dann habe ich ein Element und dasselbe mache ich unten mit diesem Kreis, weil den will ich separat verwenden. Was ich gerade merke, was ich vergessen habe, ist hier eine schwarze Linie zu zeichnen. Um diesen Kreis herum mache ich noch kurz mal. Das geht euch dann einfacher auch, um das nachher zu scannen. Was ich jetzt noch machen muss, ist effektiv die Leinwand ändern. Da könnt ihr hier oben auf dieses Symbol drauf gehen, dann sagen Beschneiden und Größe ändern. Ich hatte das hier auf Pixel und ändere das auf eine A4-Seite. Die 21 cm mal die 29,7 cm, was eine A4-Seite ist, sind 2481 in der Breite Pixel. Und in der Höhe sind es 3508. Fertig. So, das ist jetzt eine A4-Seite. Jetzt nehmen wir diese beiden Elemente und verkleinern die. Natürlich gerne gleichmäßig. Jetzt platziere ich die einfach so ein paar Mal nebeneinander. Und zwar so, dass ihr immer noch genug Platz habt, wenn ihr das ausgedruckt habt, damit ihr nachher das ausplotten könnt, dass so ein Rand drumherum entsteht. Und jetzt dupliziere ich beide Ebenen. Also eine darunter. Markiere die beiden Ebenen. Und wenn ihr magnetisch angeklickt habt, dann könnt ihr das jetzt hier einfach rüber verschieben und es bleibt so auf dieser Linie. Und so könnt ihr jetzt quasi das ganze Blatt füllen. Was ich jetzt mache, ich drucke das zweimal aus. Und zwar einmal blende ich sämtliche von diesen Kreisen aus und drucke nur die Schweinchen und dann drucke ich einmal das so aus, dass ich jeweils nur diese Kreise habe und drucke damit noch ein Blatt aus. Und dann bin ich gleich wieder zurück damit. So, jetzt ist es so, dass mein Drucker und ich teilweise ein bisschen auf Kriegsfuß sind. So auch heute, und der hat mir das so oben abgeschnitten. Von dem her habe ich jetzt noch 6 Elemente. Sei dem so, dann machen wir 6 Elemente. Und diesen Ausdruck, den ich jetzt habe, mache ich mir hier auf die Plottermatte. Ich kürze mir das noch kurz ein bisschen ein. Einfach damit ich euch das in einem Schritt zeigen kann. Ich mache das jetzt hier auf die Matte drauf.
Wird ein bisschen knapp, aber sollte gehen. Es liegt immer noch hier in diesem schwarzen Bereich drin. Dann nehmen wir unseren Plotter. Und was ich machen muss, um Papier zu schneiden, ne, das schneide ich ja jeweils auf einer 5 Messer rein. Dann kommt die Plottermatte rein. Dann sagen wir hier scannen. Und dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr dann hinten genug Platz habt, damit die Matte rauskommen kann und wieder zurückkommen kann. Dann gehen wir auf Direktschnitt auf den Plotter und sagen okay. So, jetzt hat er das Ganze gescannt. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen eingrenzen, was der Bereich ist, damit er nicht da, wo gar kein Papier war, das auch als Plotterbereich definiert. So, und dann sage ich okay. Und wenn jetzt da die Anzahl Farben, also ich bin jetzt auf 2 Farben, und habe das Gefühl, das hat er eigentlich sehr gut erkannt. Weil ich will ja nicht genau entlang des Elementes schneiden, sondern ich will einen Zusatz geben. Und zwar will ich hier einen Zusatz von, man nehme 2 mm, sage okay. Ich gehe jetzt auf sicher und gebe den 3 mm und sage okay. Okay. Und jetzt kann ich dem sagen, schneiden. Und dann auf OK drücken. Wenn er fertig ist, könnt ihr die Matte rausgeben lassen. Dann könnt ihr das Ganze von der Matte lösen. Und jetzt habt ihr hier wunderbar 6 kleine Schweinchen mit einem kleinen Kreis darunter, mit denen ihr jetzt eure Mini-Cards machen könnt. So, und was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe mir hier so kleine Kärtchen gemacht, die sind 16 cm x 8 cm und gefalzt bei 8 cm. Das habe ich mir 6 Mal gemacht. Und dann habe ich Auflagekarten, die sind 7,5 cm x 7,5 cm und ich habe hier mit dem Eckenabrunder die Ecken noch abgerundet. Und dann habe ich 3 verschiedene Prägefolder verwendet. Das sind die hier. Einfach um euch auch so ein bisschen den Unterschied zu zeigen. Der eine ist gepunktet, das sind dann so kleine Pünktchen. Der andere hat so Blumen, das sind dann diese hier. Dann haben wir noch einen dritten mit so Klebeblättern. Das werden die Auflegekarten, die ich hier dann mittig auf die Karte aufbringe. Und dann habe ich noch 3-mal gestempelt, um euch zu zeigen, wie ihr das dann auch kombinieren könnt. Hier habe ich ein Stempelset und hier hat es dieses 4 Glück. Ist schon ein etwas älteres und rege gebrauchtes, man merkt es, ne? Und das habe ich dann ausgestanzt hier mit dieser Handstanze, der 3/8er Stanze. Und das bringe ich jetzt alles aufeinander, und zwar, ihr könnt mit Dimensionals arbeiten, um hier einzelne Dimensionen zu schaffen. Ich mag es halt einfach, wenn ich gerade so Reste habe vom Ausplotten, dann nehme ich mir meistens einfach so eine kleine Stanze und stanze mir mehrere so kleine Kreise aus und verwende die dann als Dimensionals und klebe die quasi aufeinander und dann hinter das Element. Hier würde ich jetzt unten und oben
eins machen oder werde ich machen, nicht würde ich, sondern werde ich machen. Und dann habt ihr hier eine wunderbare Dimension geschaffen und könnt gleichzeitig auch Resten verwerten. Und ich stanze mir jetzt kurz eben diese Teile aus. Ich werde pro Element 6 Teile brauchen. Jetzt habe ich hier schon 4. Das mache ich jetzt einfach mal kurz durch. So, das haben wir gemacht. Und jetzt klebe ich das Ganze mit Flüssigkleber aufeinander. Das heißt, ich werde die Mattung auf die Karten aufbringen. Die Kreise hier jeweils 3 aufeinander und die dann hinter das Schweinchen. Und hier habe ich jeweils noch 2 ausgestanzt, um hinter die Stempel zu kleben. Und wenn ihr das dann alles zusammengeklebt habt, also diese Abstandhalter quasi hinter die einzelnen Elemente und auch hinter den Sticker, dann könnt ihr das Ganze noch so zusammenbringen, wie ihr das wollt. Ihr seht, ich habe 3 gemacht, die ohne den Spruch sind. Da werde ich es eher mittig platzieren. Und bei den Sprüchen variiere ich jetzt einfach mal so ein bisschen von der Höhe. Und ja, das mache ich jetzt kurz. Und so sieht das Ganze fertig aus. Ihr habt wunderbar süße kleine Kärtchen mit einem Design, was ihr komplett selber gestaltet habt, was ihr selber quasi gezeichnet habt. Wie gesagt, mit diesem Zeichnungstool oder mit diesen Pinseln könnt ihr wunderbar eure komplett eigenen Comicfiguren quasi generieren und so Kärtchen machen mit dem Motto und mit dem Tier drauf, was euch auch immer am besten gefällt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich und naja, ihr habt jetzt eine gute Idee, wie ihr eigene Elemente-Tags mit dem Plotter ausplotten könnt und dann auch, wie ihr eben das selber gezeichnete quasi hier so mit Minicards dann verwenden könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch und ihr habt ganz viele Ideen, wie ihr eben Sachen selber zeichnen und die dann so für Karten verwenden könnt. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auch gerne den Like-Button unten und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!